Oh hey! Zum neuen Random-Turbo habe ich mir mal gedacht, etwa ein neues Format ausprobieren. Vielleicht hat das etwa eine Zukunft, vielleicht auch nicht. Denn ich wollte unbedingt mal über ein paar bestimmte Regisseure und ihre Filme reden. Vielleicht nicht alle, aber ein paar bestimmte. Und ein Regisseur, der mir definitiv etwa ins Auge gefallen ist David Lynch. Nicht nur ist es einer meiner Lieblingsfilmregisseure überhaupt, nein, seine Filmografie und auch die eine Serie, die er gemacht hat, sind wirklich interessant, sich genau anzuschauen. Aber anders als bei den anderen Videos, die ich mir etwas so im Hinterkopf habe, mit diesen Regisseuren, ein Ranking vielleicht nicht so dolle oder einen Überblick. Nein, hier muss was wirklich Besonderes her. Denn David Lynch ist definitiv nicht konventionell. Sprich halt nicht etwa so klassisch wie manche andere Regisseure, sei es nun Nolan, Spielberg und so weiter und so weiter. Und da Random Turbo ist, wird es doch mal Zeit, etwa einen genauen Blick auf David Lynch und seine Werke zu geben. Wie ich das mache, natürlich auf der lynchigsten Art und Weise. Also macht euch bereit für ein sehr komisches Video, was vielleicht nicht Sinn ergibt, genauso wie manche dieser Filme. Doch zuerst mal, wer ist David Lynch genau, was macht er und so weiter und so weiter. Um das kurz zu fassen, er ist ein Filmregisseur, der sowohl eine Kultserie mit Twin Peaks gemacht hat und zahlreiche Filme zwischen den 70ern, 80ern, 90ern und ein paar in den 2000ern. Und wie kann man diese Filme am besten beschreiben? Nun, die meisten würden sie etwa seltsam, surreal, absurd und so weiter beschreiben. Meiner Meinung nach sind das sehr interessante Werke, die man definitiv nicht etwa in diese Kategorie einmachen kann. Denn zum Beispiel so ein Film wie The Straight Story ist definitiv so ein klassischer Film, der definitiv immer noch funktioniert und gutes Directing hat, aber definitiv nicht so wirklich lynchhaftig ist wie manch andere seiner Werke. Die Besonderheit mit David Lynch ist, dass er definitiv nicht etwa eine klassische Story erzählt, sondern etwa sehr gestrickte Stories erzählt, die mehr oder weniger zum Interpretieren einladen. Man schaut sich mal so einen Film wie Mulholland Drive an, welcher nicht nur etwa als Serie erstmal gepitcht worden ist, nein, auch eine sehr interessante Story hat, die mehr oder weniger sowohl etwa von vorne bis hinten nicht etwa wirklich funktioniert, aber von hinten bis vorne zu hinten definitiv funktioniert. Klang das ziemlich weird? Klang das so, als würde es keinen Sinn ergeben? Natürlich. Aber ohne zu spoilern, macht das definitiv Sinn. Und so könnt ihr euch viele seiner Werke etwa vorstellen. Manche spielen etwa mit Zeit, manche spielen eher mehr mit anderen Dingen. Manchmal werden solche Dinge gesagt, wie eine Hasenfamilie, die überhaupt nichts was mit dem Film zu tun hat. Und manchmal wird etwa so eine Sängerin gezeigt, die teilweise grotesk aussieht, aber irgendwie aus dem Nix kommt. Es macht keinen Sinn und das macht etwa Lynch-Filme so besonders. Das heißt jetzt nicht, dass sie per se keinen Sinn machen. Nein, 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 wie schon gesagt, laden sie etwas zu Interpretationen ein. Sprich, ihr könnt so viel interpretieren in diese Werke, sei es nun in Eraserhead, die Angst vom Vater werden und die Paranoid, die davon kommt, oder andere Werke. Ich habe schon zahlreiche Theorien gesehen, um was es sich bei Mulholland Drive handelt, um was es sich bei Inland Empire handelt und so weiter und so weiter. Und auch die Titel sind nicht gerade etwa die simplesten oder unmerkwürdigsten. Man denke an Eraserhead, man denke an Mulholland Drive, man denke sogar vielleicht an Blue Velvet. Und klar, seine Filme sind jetzt nicht so bekannt, aber das auch so guten Grunde. Sie sind Kult, natürlich. Ein paar von denen sind Klassiker, sei es nun der Elefantenmensch und so weiter und so weiter. Und natürlich ist er super bekannt für die Kultserie Twin Peaks aus den 90ern, die definitiv fantastisch ist und definitiv das bekannteste Werk von Lynch ist. Immerhin durfte er die Serie etwa 2017 fortsetzen. Ich würde sogar auch behaupten, dass diese Unbekanntheit, diese Indiehaftigkeit bei Lynch definitiv ein Vorteil ist. Denn er hat große Möglichkeiten, was er mit seinem Film machen kann. Manchmal geht er etwa von seiner klassischen, in Anführungszeichen, Formel weg, mit so einem Film wie Straight Story. Manchmal macht er wirklich einfach nur banalen Shit in seinen Filmen. Gutes Beispiel wäre sein letzter großer Film, Inland Empire, der teilweise super lang ist und teilweise einfach nur surreale Szenen hat, über surreale Szenen und manche Szenen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Doch alles klingt etwa per se irgendwie negativ. Nein, 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 ich meine das natürlich nicht negativ. Ich hätte nicht dieses Video gemacht, beziehungsweise mich etwa entschlossen, dieses Video zu machen, wenn ich nicht wirklich etwa versuchen würde, euch wenigstens etwa seine Filme näher zu bringen. Denn es gibt viel interessanten Subtext, den man interpretieren kann und viele interessante Dinge an Lynch-Filmen, die wirklich einfach nur zu loben sind. Vorab, ich weiß natürlich, dass diese Surrealität und dieser Absurdismus in seinen Filmen definitiv manche abschrecken wird und das ist natürlich normal, denn nicht jeder kann etwa was mit seinen Werken anfangen und die sind definitiv sehr für manche Menschen gemacht worden, beziehungsweise auch teilweise einfach nur für ihn selber. Aber gucken wir uns mal so einen Film an wie Eraserhead. Eraserhead ist auf den ersten Blick ein sehr typischer Debütfilm. Man merkt mal, dass etwa ein paar amateurhafte Dinge daran sind, manche Dinge machen irgendwie keinen Sinn und natürlich ist dieser Film definitiv auf der objektiven Art und Weise vielleicht nicht der krasseste oder gut gemachteste Film, vor allem von Lynchs Filmografie her, nachdem er solche Filme wie Straight Story und so
weitergemacht hat. Aber dieser Film hat etwa einen sehr interessanten Subtext. Denn hier sehen wir etwa so ein Baby, was definitiv nicht etwa wie ein normales Baby aussieht. Was hat das zu bedeuten? Hat das einen Sinn? Was kann man da rein interpretieren? Wie schon angeschnitten, spekulieren viele, dass etwa dieser Film über die Angst der Vaterschaft bzw. der Elternschaft handelt. Dass man was falsch machen kann und das wird aber in einer teilweise sehr grotesken und horrorweisen Art und Weise erzählt und rübergebracht. Und das ist so eine Sache bei Lynch-Filmen, er ist niemals etwas straight mit seinem Publikum. Es sei denn, der Film heißt Straight Story, was wortwörtlich eine kleine Panne ist, denn das ist der einzige Film wirklich, den ich jedem etwa empfehlen könnte und den man problemlos sagen kann. Es ist halt ein sehr klassischer Film, der definitiv gut unterhält, fantastisches Acting hat, ein fantastisches Skript hat, aber definitiv sehr Lynch-untypisch ist. Dennoch etwa ein sehr interessanter Versuch von Lynch und teilweise sogar lynchiger als manche seiner Lynch-Filme, falls ihr versteht, was ich meine. Oder ein Film wie Mulholland Drive, der sehr um Eifersucht handelt, der sehr um den Fame in Hollywood handelt, der sehr um das Monopolieren von manchen Menschen handelt und Liebe. Diese Liebesstory bzw. Eifersuchtsstory wird in so einer Art und Weise erzählt, dass man interpretieren kann, dass, wenn man das Ende gesehen hat, der Film deutlich mehr Sinn ergibt. Sprich, man könnte sich vorstellen, was schaut man diesen Film das erste Mal, sieht das Ende und schaut den Film nochmal darauf hin, direkt. Und dann macht dieser Film so viel mehr Sinn, beziehungsweise der Kontext wurde super anders geändert. Man kann sich teilweise diesen Film vorstellen wie eine Zeitlupe, was diesen Film wirklich, wirklich interessant macht. Und auch das Directing her, selbst wenn ihr Lynch-Filme nicht so mögt, ist fantastisch. Es ist natürlich sehr, sehr seltsam und in manchen Punkten sehr skurril. Immerhin versuchte Lynch manche Dinge in die Kamera reinzubringen, beziehungsweise einzufangen, auf einer sehr anderen Art und Weise, damit es etwa so ein Feeling hat, wie beispielsweise ein gutes Beispiel wäre da die Background-Bilder, also Backroom-Bilder, die irgendwie ein unnatürliches Feeling eingeben. Da ist per se nichts Unnatürliches, aber man hat mal irgendwie dieses Gefühl, irgendwie diesen Vibe, dass da irgendwas nicht stimmt. Und teilweise kann man etwa das Directing von Lynch in vielen seiner Filme gut damit beschreiben. Und damit bringt er auch einen kleinen Horror, den ich wirklich einfach nur faszinierend finde. Lynchs Filme sind definitiv eine Sache für sich. Schauen wir uns mal etwa so einen Film an wie Blue Velvet, kann man den auf mehreren Art und Weisen interpretieren. Geht es etwa ums Fremdgehen? Geht es etwa um Liebe? Um was geht es? Und das finde ich irgendwie super interessant an seinen Filmen. Man könnte mal auch behaupten, dass Lynch einfach nur ein Typ ist, der sich denkt, ja, ich könnte das machen und dann schauen, was etwa das Publikum sagt. Denn er selber, in Interviews zumindest, erklärt nie, um was es etwa in Eraserhead geht. Er erklärt nie, um was es etwa in Mulholland Drive geht. Und auch, wenn man beispielsweise seine bekannteste Show anschaut, sieht man viele seiner Trademarks. Er spielt eine kleine Rolle in dieser Show und macht einfach nur fantastisch viel Spaß. Und auch als Actor macht er eigentlich relativ Spaß. Immerhin konnte man ihn etwa in so einem Film sehen wie Fablesman von Steven Spielberg, wo er etwa eine grandiose Performance abgegeben hat. Er ist ein skurriler Mensch, der aber so eine interessante Art und Weise hat, Storys zu erzählen oder eben sie nicht zu erzählen. Er ist ein visueller Erzähler und das ist etwa was Besonderes am Medium Film. Denn meistens heißt das Show, don't tell. Und das macht er eigentlich wirklich gut, nur erklärt er das auch niemals. Er ist quasi etwa eine Übertreibung von dieser Phrase, die etwa vielen Filmemacher, besonders am Anfang ihrer Karriere etwa empfohlen wird. Und das ist irgendwie das super Interessante daran. Man könnte mal Lynchs Filme kritisieren, man könnte mal den Subtext etwa raussuchen. Es sind definitiv Filme, die man auf den ersten Blick bzw. niemals vergessen wird. Sie sind so eigen, so interessant, aber dennoch auch so skurril, dass sie teilweise einen abschrecken können. Ich persönlich schätze diese Art von Lynchs Filme machen sehr. Und auch was er von sich etwa abgibt, beispielsweise auf YouTube, ist fantastisch. Denn für eine lange Zeit hatte er etwa einen YouTube-Channel, der glaube ich immer noch etwa on ist, wo er quasi einfach nur das Wetter erzählt hat. Und dieser Typ ist teilweise sehr skurril, dass er das auf einer so unterhaltsamen, so guten Basis machen kann, dass man das einfach nur lieben kann. Schaut euch mal etwa ein Interview mit ihm an, es ist definitiv sehr eigen und das macht es etwa so unterhaltsam. Ich persönlich weiß jetzt nicht, ob Lynch wirklich beliebt ist. Für Cinephiles ist er definitiv einer der besten, für Leute abseits davon ist er vielleicht eher mehr abschreckend, aber meiner Meinung nach, auch wenn es auf den ersten Blick abschreckend sein kann, gibt doch mal irgendeiner seiner Filme ein Watch. Meiner Meinung nach solltet ihr das etwa leicht anfangen und mit so einem Film wie Straight Story anfangen. Dieser Film ist wortwörtlich, wie der Titel sagt, eine sehr lineare Geschichte, die nicht etwa mit Zeit spielt oder mit Konzepten oder mit Interpretationen etwa viel zum Anfang hat. Nein, die Geschichte versteht man eigentlich ohne irgendwas. Das Directing und die Performance und so weiter ist immer noch super fantastisch und es ist einfach ein guter Film. Dann würde ich euch mal empfehlen, vielleicht den Elephant Man zu schauen. Es hat definitiv viele seiner Trademarks und das mag ich auch wirklich an Elephant Man, aber es ist definitiv ein deutlich linearer Film
Film als zum Beispiel sein Vorgänger Eraserhead und so weiter. Und dann schaut irgendwann mal Eraserhead, Mulholland Drive und so weiter und so weiter. Denn wie gesagt, auch wenn euch etwa die Experience vielleicht nicht so sehr gefällt, ist es definitiv eine sehr spezielle, die man definitiv niemals vergessen wird. Und deswegen solltet ihr mal euch irgendwann mal etwa ein paar von Lynchs Werken anschauen oder irgendwas anderes von diesem Mann. Denn er hat wirklich eine sehr interessante Filmografie und auch in Musik ist er tätig. Also mehr oder weniger habt ihr etwa eine große Auswahl von Medien, wo ihr mal reinschauen könnt. Meiner Meinung nach eine große Empfehlung meinerseits. Doch jetzt seid ihr dran. Kanntet ihr schon David Lynch oder seid ihr jetzt etwa interessiert daran, etwa mal eine seiner Filme oder sogar seine Kultserie anzufangen? Das würde mich wirklich interessieren. Und falls ihr etwa noch solche Videos sehen wollt, über Regisseure oder Schauspieler, wie halt mit dem Tommy Wiseau Video, dann lasst das mich doch gerne wissen. Wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!